Halle ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die kaum bombardiert wurden im Zweiten Weltkrieg und in denen der reiche architektonische Schatz überlebt hat. Halle als ganz wunderbare und wichtige mittelalterliche Stadt hat in der Nähe des Marktplatzes große Palaisbauten und eines der bedeutendsten ist das Palais des Kanzlers Schenitz, der für Kardinal Albrecht gearbeitet hat. Schenitz wurde übrigens dann wegen Veruntreuung durch den Kardinal zum Tode verurteilt, aber das großartige und bedeutende Haus gibt es heute noch. Bei Bauarbeiten an diesem Haus wurde durch einen Baggerfahrer 1978 eine Platte entdeckt, und zwar eine relativ große Kupferplatte, die vergoldet ist. Und diese Kupferplatte zeigt figuralen Schmuck. Und ich nehme an, durch den Bagger wurde sie so beschädigt, dass das blaue Grubenemail zum Teil heraussprang und man den roten Untergrund mit den Haftknuppen sieht, auf dem dieses Grubenemail hielt. Die Platte zeigt uns eine szenische Darstellung, die uns hier einen Kaiser zeigt, und wir sehen einen Heiligen, und der Heilige, der hier dargestellt ist mit Heiligenschein, ist der heilige Laurentius. Er steht etwa in der Mitte der Platte und er führt Kranke und Arme an. Und bei den Kranken und Armen handelt es sich um die erste Darstellung von Bedürftigen, von Behinderten, von Menschen mit schweren Einschränkungen, überhaupt in der christlichen Kunst Mitteleuropas. Wir sehen hier einen Mann, der offenbar lahm ist und mit einer Krücke geht, einen anderen, der sich am Boden schleppt und so einen Handschutz hat, mit dem er sich vorarbeitet, einen anderen mit strähnigem Haar, einen mit Kopfverband. Und diese Armen und Bedürftigen, die sind der Schatz Gottes, denn Papst Sixtus hat diese Armen dem Laurentius übergeben. Und als der Kaiser von Laurentius den Schatz der Kirche fordert, denn er hat ihm nicht nur die Armen übergeben, sondern auch den Schatz der Kirche anvertraut, führt der heilige Laurentius die Armen vor und sagt, das sei der wahre Schatz der Kirche, den er dem Kaiser anvertraut. Der Kaiser bekommt natürlich den monetären Schatz nicht. Er sitzt hier auf einer Art Thron, er ist äußerst erbost, er ist umgeben von Adligen, einer davon trägt ein Schwert, einer ist unbewaffnet und ein anderer trägt ein Schild mit Lanze, und dieses Schild zeigt blaue Balken auf weißem Grund. Das ist sehr interessant und spannend, denn es handelt sich hier um das askanische Schild, vermutlich die erste Darstellung, und die Platte selbst fällt in die Zeit um 1160, 1170, 1180, das heißt in die Zeit, als Albrecht der Bär, der Askanierfürst, herrscht. Die Platte könnte also mit ihm verbunden werden. Denn die Platte zeigt Nagelungen, sie war also auf einem Kästchen angebracht, und zweifellos handelt es sich um ein Reliquienkästchen, das, wie in dieser Zeit üblich, eine kostbare Laurentius-Reliquie natürlich enthielt. Der heilige Laurentius war natürlich einer der bedeutendsten Heiligen des Mitteldeutschlands, und zwar deshalb, weil am 10. August 955, am Tag des heiligen Laurentius, am Namenstag des heiligen Laurentius, der Kaiser Otto die Schlacht am Lechfeld gegen die Ungarn gewann, eine jener Zeitenwende, die bis heute fortwirken. Fortwirken insofern, als die Ungarn dauerhaft geschlagen, damit zur Staatenbildung gehen und bis heute Ungarn sozusagen bilden. Aber auch deshalb, weil die Ungarn, die immer auf Raubzüge waren, das Heilige Reich, um Sklaven zu erbeuten und in den arabischen Raum zu verkaufen, weil diese Ungarn diese schädlichen Raubzüge beendeten und sich das Heilige Römische Reich entwickeln konnte. Erst nach diesem Sieg 955 stieg Otto zu dem auf, als das wir ihn kennen als der Große. Erst danach wird er zum Kaiser gekrönt. Das ist sozusagen der Beginn seines glänzenden Aufstiegs, mit dem er alle Adligen und alle Kräfte Deutschlands an einem Punkt vereint und auch eint. Wieder zurück zu unserem Laurentius-Kästchen. Das Laurentius-Kästchen
enthielt also eine Reliquie des heiligen Laurentius. Otto konnte nicht sofort eine Laurentiuskirche gründen und ein Laurentius-Patrozinium. Kardinal Bernhard war dagegen, er musste den Tod des Kardinals abwarten. Dann konnte er Merseburg zu einer Laurentius-Kathedrale machen und zu einem Laurentius-Patrozinium. Und Laurentius wurde daraufhin einer der bedeutendsten und wichtigsten Heiligen in Mitteldeutschland und er wurde auch ungemein populär. Selbstverständlich enthielt das Kästchen damals mehrere Beschläge, einen weiteren Beschlag, auf dem Laurentius gefoltert und getötet wird. Er wurde ja auf einem Gerost gebraten, nachdem er vom bösen Kaiser Decius oder Valens, nachdem er die Christen nicht ausgeliefert hat. Dieses Blättchen befindet sich in Cleveland. Die anderen Platten sind verloren. Vielleicht werden sie ja bei Zeiten einmal archäologisch gefunden und entdeckt. Warum wurde das Kästchen überhaupt zerstört? Wahrscheinlich deshalb, weil Kardinal Albrecht ein neues Reliquienbehältnis machen ließ, denn wir wissen ja, dass Kardinal Albrecht über eine riesige Reliquiensammlung verfügte und für die Reliquien natürlich immer wieder neue, kostbare, schönere Behältnisse herstellen ließ und vermutlich stellte das Laurentius-Behältnis zur Zeit des Kardinal Albrechts keinen überaus großen Wert dar, sodass eben ein neues Behältnis erstellt wurde. Das alte war sozusagen Altmetall und findet sich logischerweise in einem der Bauten Albrechts, ohne dass der Wert damals besonders hoch gewesen wäre. Möglicherweise ist es auch eine Art Opfergabe. Das ist wieder eine andere Frage. In jedem Fall ist es bis heute ein Zeugnis einer bewegten Zeit, ist es bis heute ein Zeugnis des Laurentius-Kultes und verweist es immer noch auf den großen Kardinal und sein Heiltum, ein Heiltum, das damals von ungeheurem Wert war, aber heute in alle Welt verstreut ist, beziehungsweise in weiten Teilen verloren ist.